wenn der digitale Zwilling die Dokumentation steuert. Heute erfahren Sie in dem Vortrag was über die Vorteile von IRDS und auch, wie man verschiedene Dateitypen in Knowledge-Graphen zusammenführt. Hintergrund ist, wenn ich das kurz sagen darf, ein Pilotprojekt, ein IRDS-Pilotprojekt bei Endres & Hauser, das begleitet wurde von Parson. Genau, das, weil, wie wir vorhin schon im IRDS-Vortrag gesagt haben, das IRDS-Konsortium fördert jährlich eine gewisse Anzahl an Pilotprojekten und das ist eins der Projekte, die gefördert wurden, die jetzt heute vorgestellt werden. Genau, die Referenten sind einmal Frau Ulrike Parson, Gründerin und Vorstand von der Parson AG und dann der Thomas Ziesing, Projektleiter im Bereich CDP der technischen Kommunikation bei Endres & Hauser. Und genau, beide sind auch sehr aktiv Mitglieder und Gründungsmitglieder des IRDS-Konsortiums und beschäftigen sich schon entsprechend lange und intensiv mit dem Thema intelligente Information und digitaler Zwilling. Somit haben Sie jetzt gleich zwei Experten, die Ihnen tiefere Einblicke in die IRDS-Metadaten und die Vorteile davon geben können. Und bevor ich jetzt zu viel Zeit von den Referenten Sprechzeit wegnehme, möchte ich die Referenten auch gleich auf die Bühne bitten und Sie dann auch motivieren und Ihre Fragen schon zu notieren. Es gibt eine Fragerunde dann am Anschluss des Vortrags. Mhm. Genau. Moin, wir haben noch ein bisschen Präsentationsprobleme. Wir müssen noch mal gucken, weil jetzt noch mal starten hilft immer, ne? Du fängst an. Ja, dann auch herzlich willkommen von unserer Seite. Es freut mich, dass so viele da sind, trotz der fortgeschrittenen Stunde, um dann mal so einen alten Spruch zu: Wir sind jetzt das Einzige, was zwischen Ihnen und dem Mittagessen steht. Ich hoffe, Sie werden nachher rausgehen und sagen, es hat sich doch gelohnt, so lange zu warten. Ja, wir möchten, wie der Titel schon sagt, ein Projekt vorstellen, das wir im Moment bei Endres & Hauser fahren, wo wir mit Hilfe von Produktdaten und IRDS-Metadaten Inhalte der technischen Kommunikation erstellen, verwalten und ausliefern wollen. Vielleicht zu Anfang kurz zwei Worte zu Endres & Hauser und zu Parson, für die, die es nicht kennen. Endres & Hauser, wir sind ein weltweit führender Anbieter von Prozess- und Labormesstechnik, Automatisierungslösungen und Dienstleistungen. Wir sind sehr breit aufgestellt, was unsere Kunden angeht. Wir liefern also in viele, viele Industrien, Chemie, Lebensmittel, Energie, Öl und Gas, Wasser, Abwasser und sind, wie gesagt, da einer der weltweit führenden Anbieter. Genau, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen für technische Kommunikation und in diesem Fall beraten wir und erstellen und entwickeln auch die Informationsarchitektur für Endres & Hauser, weil wir unter anderem die Schwerpunkte IRDS und DITA haben. Gut, lassen Sie uns danke, noch mal kurz darauf eingehen, was ist die Ausgangslage und die Ziele, die wir mit diesem Projekt erreichen wollten. Was ist die Motivation? Die Motivation ist auf der einen Seite natürlich von außen getrieben und das hören Sie in sehr vielen Vorträgen hier. Es gibt neue Anforderungen, VD 2770, die neuen Anforderungen der Maschinenverordnung. Die Erwartungshaltungen der Kunden und der Benutzer ändern sich. Viel mehr elektronische Informationsdarbietung, multimediale Aufbereitung, aber auch das Konsumverhalten ändert sich. Also die Leute wollen nicht mehr suchen, sie wollen finden, sie wollen es geliefert kriegen. Das geht auch in die Richtung zum Beispiel alles, was man sich jetzt momentan um das Thema KI dreht. Eben Apps sind ein Thema, wo Informationen bereitgestellt werden müssen. Der digitale Zwilling spielt eine sehr große Rolle, speziell bei uns auch bei den Kunden im Rahmen der Industrie. Da sind halt eben genau die zwei Submodelle zu benennen. Das einmal diese Intelligent Use Modell, was eben im vorgehenden Vortrag kurz angerissen wurde, aber auch das Submodell Head-Over Documentation, was in die Richtung VD 2770 zielt. Und nach innen, wir haben hochkonfigurierbare Produkte. Um mal so grob eine Zahl zu sagen, wir haben etwa 600 bis 800 Grundprodukte, aber wenn Sie anfangen, die auszukonfigurieren, haben wir mehrere Milliarden bestellbarer Konfigurationen, die natürlich auch entsprechend dokumentiert werden müssen.
Und deshalb wollen wir uns dahin entwickeln, dass wir halt konfigurationsspezifische Informationen bereitstellen, nämlich die Reduktion des Informationsumfangs auf die vor dem Kunden liegende Produktvariante zuzuschneiden. Zudem gibt es auch eine Unternehmensstrategie, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Und die aktuelle Unternehmensstrategie hat einen Schwerpunkt, der hier vorgehoben ist, nämlich das Thema Digitalisierung, mit dem Ziel, dass wir mehr digitale Angebote für den Kunden bereitstellen wollen, darauf aufbauend neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen und unsere internen Prozesse verbessern. Da in dem Kontext spielt die technische Dokumentation oder die technische Kommunikation eine entscheidende Rolle, weil sehr viele der Informationen, die im Umfeld der technischen Kommunikation entstehen, bei den Geschäftsprozessen, bei den Geschäftsmodellen eine entscheidende Rolle spielen. Das ist zum Beispiel das Thema Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung. Da spielen die Informationen der technischen Kommunikation eine entscheidende Rolle. Welche Ziele wollen wir erreichen mit dem Projekt, das wir da gerade machen? Zum einen wollen wir den Grad der Modularisierung erhöhen. Wir haben schon ein modulares Content-Management-System, aber wir haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir momentan modularisieren, nicht den Anforderungen genügt, um die Ziele zu erreichen, die das Unternehmen sich gesetzt hat und das wir uns selber setzen. Dazu ist es notwendig, dass wir auch ein übergreifendes Klassifikations- und Metadatenkonzept entwickeln. Innerhalb der Unternehmensgruppe haben wir 5 verschiedene Produktionsstätten, Produktionsfirmen, die unterschiedliche Produkte herstellen und momentan auch unterschiedliche Produktmodelle haben, unterschiedliche Metadatenkonzepte und auch unterschiedliche Klassifikationskonzepte. Wir wollen auch, dass der Fluss zwischen Systemen optimiert wird. So wie es bei Ihnen vielleicht auch sehr häufig der Fall ist, fließen heute die Informationen aus der Entwicklung, aus dem Produktmanagement nicht automatisiert in Richtung der technischen Kommunikation. Das wollen wir ändern und verbessern, um die Verwaltung von TechCom-Projekten zu vereinfachen und die Arbeit der technischen Redakteure zu verbessern. Dann gibt es eben Standards und deshalb sind wir hier, wie zum Beispiel IADS oder auch DITA, die wir verstärkt in die technische Kommunikation einfließen lassen wollen, um halt eben auch die Informationen besser nutzbar zu machen und besser strukturierte und intelligente Informationen anbieten zu können. Und am Ende vom Tag steht dann, dass wir sagen, wir müssen uns neu orientieren, was die Auslieferung und die Nutzung von TechCom-Inhalten in Richtung Markt, Anwender und Kunden ermöglicht. Gut. Warum oder was die Voraussetzungen sind zu schaffen? Und das sieht man eigentlich recht schön hier auf der Grafik, die im Grunde sagt, wenn man in die Richtung Industrie 4.0 will, dann muss man auch mit Informationen arbeiten. Dann braucht man Information 4.0. Und fragen Sie sich selber, wo Sie auf der Grafik momentan stehen. Wir stehen im Moment jedenfalls nicht ganz an der rechten Seite, aber wir wollen dahin. Das heißt, wir wollen uns von der Dokumenten- und kapitelbasierten Erstellung und Verwaltung von Dokumentation verabschieden, weil wir ja topic-orientiert in kleinen Informationseinheiten denken müssen, die interaktiv sind, die untereinander agieren und mit anderen Systemen und anderen Kontexten zusammenarbeiten können. Deshalb brauchen wir eine flexible und metadatengesteuerte oder basierte Zusammenstellung von Informationen, um halt eben Informationen auf kleinster Ebene, es gibt den Begriff des Informationsmoleküls. Und soweit wollen wir runter, die Informationen auf der Ebene bereitstellen zu können, damit sie interagieren können und eingebettet werden können in andere Anwendungen und andere Kontexte. Gut, wie wir das machen wollen und wo wir da stehen,
Das erklärt die Ulrike. Genau. Lassen Sie uns mal ein bisschen unter die Haube gucken, dann, wenn das alles klappt hier, so wie es soll, dann auch vielleicht mit ein paar Videos, damit Sie mal sehen, wie die Lösung tatsächlich aussieht. Die Lösung ist gerade, muss ich dazu sagen, in einem großen Testzyklus. Deswegen zeigen wir auch nichts live, weil gerade die Tester auch auf dem System rumlaufen und Testfälle ausführen. So, wir haben in der Lösung zwei Hauptkomponenten. Das eine ist ein Knowledge Graph, also eine Wissensdatenbank. Und für die Leute, die das noch nicht oft genug gehört haben, ein Knowledge Graph speichert Wissen in formalisierter Form. Also Sie haben da Konzepte wie zum Beispiel Topics, Produktvarianten, Komponenten, Produktfunktionen. Und diese Konzepte sind verbunden über Relationen. Zum Beispiel beschreibt ein Topic eine bestimmte Funktion oder ein Topic ist vorgesehen für eine bestimmte Zielgruppe. Und diese Aussagen können in einem Wissensgraphen, einem Knowledge Graph gespeichert werden. Und wenn man dann, das sind so wie Knoten und Kanten, und wenn Sie die dann langlaufen, dann können Sie neues Wissen ableiten und auch verschiedene semantische Modelle miteinander verbinden. Und der Knowledge Graph ist die zentrale Komponente unserer Lösung. Weil da befinden sich die Datenmodelle. Dort wird der Dokumentationsbedarf bestimmt. Das zeige ich Ihnen gleich. Die Produktkonfiguration bestimmt den Dokumentationsbedarf. Und so kann der Knowledge Graph uns eine variantengerechte Dokumentation zusammenstellen und auch Daten an andere weiterverarbeitende Systeme liefern. Gespeist wird das Ganze. Wir wollten das nicht mit der Hand modellieren, sondern wir haben das angeschlossen an die Datenquellen im Unternehmen. Und so haben wir angefangen, die Silos im Unternehmen aufzulösen, indem wir die nämlich im Knowledge Graphen zusammenführen. Wir haben einmal die PIM, da sind die ganzen Produkteigenschaften, Merkmale, teils auch Komponenten mit drin. Das ist also die Produktklassifikation. Dann haben wir das sind auch leider zwei Systeme der Softwarekonfiguration angeschlossen. Also da finden Sie Menüeinträge, hoffentlich auch demnächst sowas wie Software-Features. Das kommt daher. Und dann haben wir als dritte Quelle das ERP-System, das ist natürlich SAP, wo Sie die ganze Bestellkonfiguration drin haben. Also das kommt aus diesen mindestens 4 Quellen. Im Moment sind es 4. Wir rechnen damit, dass man noch mehr anschließen muss und soll. Aber das ist auch das Schöne an einem Knowledge Graph. Der besteht ja auch aus vielen Teilnetzen. Sie können Daten auch aus unterschiedlichen Systemen holen. Und dann haben wir natürlich das Redaktionssystem für die technische Dokumentation. Da, wenn ein Auftrag kommt, ich brauche für ein Produkt eine Dokumentation, dann wird das zusammengestellt in einem sogenannten Redaktionsauftrag. Der wird an das Redaktionssystem geliefert, wo dann die RedakteurInnen ganz normal Inhalte erstellen, Fragmente zur Wiederverwendung, speichern und sie dann auch wiederverwenden, Variablen verwenden. Sie kennen das. Ne? Das ist ganz normale Arbeit mit der Besonderheit, dass das Redaktionssystem auch zurückmeldet, welche Topics und Fragmente es gibt, beziehungsweise welche Topics es gibt an den Knowledge Graphen, sodass der immer weiß, welche Informationen habe ich denn und welche Topics sind denn schon ausgefüllt. Aus dem Redaktionssystem wird das Übersetzungsmanagement angesteuert. Und der Graph macht im Moment noch eine PDF-Erzeugung, wird aber demnächst auch andere Ausgabeformate erzeugen. Das Ganze können Sie sich am Stand von Ampolis angucken. Diese Lösung können Sie auch kaufen. Die wird derzeit, also einige der Elemente wird zusammen mit Endres & Hauser entwickelt. Die heißt Content Connect von Ampolis. Können Sie sich in einer nicht Endres & Hauser Variante am Ampolis-Stand angucken. So, schauen wir mal rein. Wir haben gesagt, der Knowledge Graph speichert bestimmte Wissensmodelle. Das erste und wichtigste für die technische Dokumentation ist das Informationsmodell. Ich weiß nicht, wie gut Sie das lesen können. Kann man hier eigentlich zeigen? Oh ja, wie schön. Das da sind die Kategorien für die für die Information der technischen Dokumentation. Wenn Sie die PI-Klassifikation kennen, das sind die I-Klassen. Ne, also basiert auf IRDS und jeder Knoten ist im Prinzip eine Schublade für die technische Dokumentation und hier finden Sie alle Kategorien für alle Inhalte der technischen Doku bei Endres & Hauser, orientiert sich sehr stark am Lebenszyklus, also geht los mit Einkauf, Warenannahme, Lagerung, Transport, Aufbau, Betrieb, Wartung und so weiter. Sie kennen das. Und hat dann die typischen IRDS-Metadatenklassen wie Informationsthema, Topic-Typ, Handlungsart und so weiter. Und erstmal neutral, ohne Bezug zur Produktvariante. Es sind keine P-Klassen mit drin, außer dem Produktlebenszyklus. Und jeder Topic in der Welt der technischen Dokumentation hat hier genau einen Platz.
Das brauchen wir, weil sonst könnten wir die Dokumentation nicht automatisch zusammenstellen. Das Ding muss immer genau, die Metadatenkombination sorgt dafür, dass jeder Topic genau an einem Knoten hängt. Und das zweite Modell, das Hauptmodell, ist das Produktmodell, das sich aus den genannten Quellen speist, PIM, SAP und die Softwarekonfiguration. Und hier finden Sie alles rund um die Produkte. Produktfamilien, Produktmerkmale, Funktionen, Bestelloptionen, Menübaum über das Software. Und was jetzt die Informationsarchitekten machen, ist, dass sie die variantengebenden Merkmale in der Produktklassifikation auszeichnen. Die sagen, okay, wenn das Ding eine Hygienezulassung hat, dann brauche ich extra Informationen, weil dieses Gerät eine Hygienezulassung hat. Es muss anders gereinigt werden, es muss anders aufgebaut werden und so weiter. Das ist das, was im Produktmodell drin steckt. Und jetzt ja die große Frage, wie schaffen wir das, dass wir daraus dann tatsächlich variantengerechte Dokumentation machen? Das zeige ich Ihnen mal an einem Beispiel. Das ist ein Thermometer von Endres und Hauser, TM311. Das ist jetzt ein Auszug aus der Bestellkonfiguration aus SAP. Und das ist die typische Graphansicht in dem Embolus-Tool, in dem iViews. Die Produktvariante ist hier TM311 und der hat eine Bestelloption weitere Zulassung und EHEDG. Ich hoffe, das jetzt richtig ist, die Hygienezulassung. Die Kollegen nicken, habe ich richtig ausgesucht. Und das Ganze wird verbunden mit dem allgemeinen Produktmodell, was aus der PIM kommt. Und da sehen Sie schon, das ist importiert. Ne? Also das haben wir nicht mit der Hand modelliert. Es gibt eine Hygienezulassung und ein möglicher Wert ist EHEDG. Und der ist auch als variantengebend tatsächlich klassifiziert. So, und nun wissen Redakteure, die bei Endres und Hauser arbeiten, wenn ich ein hygienezugelassenes Produkt habe, muss ich bei den Hinweisen zur Montage extra Inhalt schreiben. Weil da braucht man extra Anweisungen zu. Das wissen die Leute. Wir wollen jetzt dieses Wissen aus den Köpfen rausholen und in unseren Wissensgraphen tun, damit jeder andere Redakteur, sei er neu oder noch so erfahren, immer diesen extra Topic zur Hygienezulassung kriegt, sobald das Produkt, auch ein anderes, nicht ein Thermometer, über eine Hygienezulassung verfügt. Um das zu erreichen, schalten wir etwas in die Mitte, das nennt sich Variantenauswahl. Das heißt in dem Fall auch Hygieneanforderungen. Und das ist verknüpft mit dem Informationsmodell, mit den Hinweisen zur Montage und mit dem Produktmodell und dem variantengebenden Merkmal. Und sobald ein Produkt daherkommt mit Hygienezulassung, schlägt das Ding zu und sagt, hier brauchst du Informationen. So funktioniert das. Das ist hier nochmal ein bisschen textuell. Ich fasse es mal zusammen. Interessant ist, dass also die Erzeugung der Dokumentation fängt nicht im Redaktionssystem an, die fängt in der Produktkonfiguration an. Sie kriegen eine Bestellkonfiguration, der Kunde geht über die Website, Endres und Hauser hat einen sehr schönen Produktkonfigurator, da kann man sich das zusammenstellen, gibt es einen Ordercode, einen Bestellcode und dann weiß ja sozusagen, es geht über SAP, wissen die, wie das Produkt zusammengesetzt ist und damit starten wir. Entweder mit der Produktfamilie oder tatsächlich Wurzel und bis hin zum auskonfigurierten Produkt können wir gehen. Und damit starten wir die Content Supply Chain. Die startet beim Produkt und nicht im Redaktionssystem. Das ist der große Unterschied. Und das sieht, ich zeige Ihnen gleich ein Video, dann ist vielleicht ein bisschen besser. Das sind relativ wenige Schritte. Also die Arbeit ist ein bisschen anders aufgeteilt. Da wir mit der Produktkonfiguration starten, gibt es ein Profil, das ist der Task Manager, der sagt, okay, unterhält sich vielleicht mit dem Produktmanagement. Wir haben hier ein neues Produkt. Kannst du bitte schon mal den mechanischen Anschluss beschreiben? Das ist nämlich so ähnlich wie beim Vorgänger. Damit könnt ihr schon mal loslegen. Also wir reden auch nicht mehr von Dokumenten, gar nicht mehr. Ne? Also wir reden von Fachbereichen in diesem und Auszügen aus dem Informationsmodell. Fang doch mal an mit dem mechanischen Anschluss. Das Ganze geht um dieses Thermometer und dann gebe ich noch ein paar Zusatzeingaben an, zum Beispiel den Namen des Redaktionsauftrags und Termine. Und dann läuft der Knowledge Graph los und sucht vorhandene Informationseinheiten, vorhandene Topics. Also wenn ein Kollege schon die Hygienezulassung beschrieben hat bei der Montage, wird das gefunden. Muss ich mal gucken, ob diese Magic wieder funktioniert. Da, sehen Sie das? Der Topic ist schon da, den hat er schon gefunden, muss der Kollege nicht mehr schreiben. Das da oben, das da, wo empty dran steht, das ist ein Topic, da weiß der Knowledge Graph, der muss geschrieben werden, den gibt es aber noch nicht. Also legt er den leer an. Auch etwas, was der Redakteur nicht mehr machen muss. Und das macht der Task Manager sozusagen, die Zusammenstellung, da ist unser Hygiene-Topic.
Dann geht das Ganze ins Redaktionssystem. Das ist die CLS von Ampolis. Und alles, was im Redaktionsauftrag kommt, hat schon vollständige Metadaten. Sie taggen also nicht mehr im Redaktionssystem, sondern die Metadaten sind alle schon dran. Produktfamilie, Produktlebenszyklusphase, Topic-Typ ist alles schon dran. Und die Redakteure können dann anfangen zu schreiben, können sich das Ganze auschecken. Und das hier ist, der Oxygen ist angeschlossen mit all seinen Möglichkeiten, weil es ist ja auch DITA. Und dann kann man anfangen zu schreiben und das sehen Sie auf der rechten Seite, das ist die Fragmentsuche, da kann sich halt auch ähnliche Fragmente finden über die Metadaten. Haben wir noch Zeit für das Video? Danke. Jetzt ist die Frage, ob ich das in der Referentenansicht starten kann. Ja, ich zeige es immer, damit Sie mal ein paar Eindrücke, Sie müssen das nicht alles nachverfolgen. Das ist jetzt hier der Taskmanager, legt einen Redaktionsauftrag an. Was ich mit dem Video zeigen wollte, ist tatsächlich, es ist in wenigen Klicks. Wenn Sie die Produktkonfiguration haben und die holen wir uns rüber, die importiert der Informationsarchitekt zuerst, dann ist der Redaktionsauftrag wirklich in wenigen Klicks angelegt. Das ist ein Webclient, den kann man von überall bedienen. Der sah letztes Jahr auch, muss man ehrlicherweise sagen, noch nicht so schön aus. Den haben den richtig gut überarbeitet in diesem Jahr, sodass er deutlich benutzerfreundlicher geworden ist. Da kann man noch sagen, was das Lieferdatum ist, wer das Ganze reviewen soll. Und genau, das ist wird mit dem Benutzermanagement auch noch verbunden werden, sodass man die Benutzer natürlich nicht mit der Hand eingeben muss. Dann sagt man noch, aus welchem Geschäftsbereich oder Arbeitsbereich man kommt. Und dann geht das Ganze ab. Was habe ich hier noch gemacht? Achso, man kann euch durch Namen ändern, auch sowas, ne? So Convenience-Funktion, der Name des Redaktionsauftrags wird automatisch vergeben, muss man sich keine Sorgen drüber machen. Kann ich auch schon den Reviewer, also den fachlichen Prüfer zuweisen. Und da ist mein Redaktionsauftrag, der ist fertig. Ich kann noch mal kurz prüfen als Taskmanager, ist da wirklich alles so, wie es sein soll? Hat er die notwendigen Topics angelegt? Und ach ja, Hygienezulassung, da ist mein Topic. Genau das habe ich erwartet, alles fein. Und Sie sehen auch, es gibt zwei, ne? Es gibt zwei Hygienezulassungen, 3a und EHEDG. Das wird später nochmal wichtig. Und dann schiebe ich das Ganze rüber zum Redaktionssystem. Und damit ist der Taskmanager fertig. Ne? Der hört jetzt auf. Der gibt es an den Kollegen. Habe ich da wieder was falsch gemacht? Jetzt läuft er los. So, das ist das jetzt, was der Redakteur sieht. Der kriegt das Ganze in dem Redaktionssystem und kann dann anfangen, an den Inhalten zu arbeiten. Checkt das kennen Sie, ne? Auschecken, das Ganze wird blockiert, kein anderer kann ran. Ich sehe hier zum Beispiel die ganzen Metadaten und kann dann mir im Oxygen auch inklusive aller Text den DITA-Topic anzeigen lassen. Hier wollte ich noch mal kurz zeigen, rechts über die Metadatensuche findet man dann vielleicht weitere Topics mit Hygienezulassung und dann kann ich noch mal gucken, oder Fragmente, kann ich noch mal gucken, wie hat dann der Kollege das geschrieben? Also ich habe hier jetzt einen Tipp drin. Wie ist denn das in der Hygienezulassung für 3a? Hat der Kollege das da auch so gemacht? Und ja, auch der hat einen Tipp geschrieben. Sieht gut aus, beides gleich strukturiert in den verschiedenen Varianten. Also lasse ich das so. Genau, das war nur so ein kurzer Einblick. So ist dann die Arbeit. Was wir zusätzlich noch haben, das habe ich jetzt hier nicht mit drin, dass es einen webbasierten Review gibt zum Beispiel. Das ist auch ein Oxygen-Plugin, was wir da benutzen, sodass die Ingenieure also auch webbasiert diese Topics reviewen können. Auch der Review, die fachliche Prüfung, ist raus aus den Dokumenten und passiert auf Basis der Topics und kann dann eben auch kontinuierlich erfolgen und nicht erst, wenn das Dokument fertig ist. Vielleicht dann noch zur Ergänzung, auch die Übersetzung passiert nachher auf der Ebene der Topics. Das heißt, wir fangen viel früher im Prozess dann an, auch die Sprachvarianten der einzelnen Inhalte zu erstellen. Und da wollen wir, oder das ist die Idee, dass wir halt eben früher anfangen, klein granulare arbeiten und auch in der Verwaltung deutlich vereinfachen. Gut, natürlich, das ist ein vollkommen neues Konzept. Das geht nicht ohne Herausforderungen. Und wir haben einige Herausforderungen, die sind auf der einen Seite technisch, aber auch inhaltlich und organisatorisch. Das eine ist die Vielfalt und die Qualität der Quelldaten. Wie Sie gesehen haben, kommen die Daten, die nachher den Graphen speisen, aus unterschiedlichen Quellen.
Und da stoßen wir auch, oder sind wir auch schon drauf gestoßen, die Datenmodelle passen nicht immer zusammen. Zum Beispiel hat die Softwarekonfiguration enthält die Softwarekonfiguration keinerlei Konnektivität zur Bestellkonfiguration der Geräte momentan. Das müssen wir nachmodellieren manuell. Ja, wie das immer so ist, jede Quelle ist für einen spezifischen Zweck optimiert und nicht zwingend für den Austausch von Daten untereinander zwischen Systemen. Und wir haben unterschiedliche Gepflogenheiten beim Erstellen, beim Umgang mit Daten in den verschiedenen Niederlassungen. Und wir haben im Unternehmen eine zentrale Datendrehscheibe. Es ist Stand immer noch so, dass nicht alle Quellsysteme ihre Daten jetzt schon an diese Datendrehscheibe liefern. Und das müssen wir auch in der Gänze noch etablieren. Ja, die Vereinheitlichung des Produktdatenmanagements erfolgt parallel zum Redaktionsprojekt. Die PIM ist bei uns im Unternehmen noch relativ neu. Und wir haben noch nicht alle Daten, die wir für die technische Kommunikation brauchen, in der PIM drin. Und das stellt uns auch immer wieder mal vor Herausforderungen. Wir haben da einen Workaround geschaffen, sodass man auch im Graphen die fehlenden technischen Daten manuell nachmodellieren kann. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass am Ende alle notwendigen Daten aus einer zentralen Quelle kommen. Und halt eben natürlich die Produkte unterliegen auch der Weiterentwicklung. Das heißt also, diese Daten mutieren auch im Laufe der Zeit und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir immer wieder die aktualisierten Daten in das System einspielen. Und wie das so ist in großen Unternehmen mit verschiedenen Standorten und gewachsenen Strukturen, gibt es nicht immer die Single Source of Truth. Es gibt einfach immer noch wieder mal mehrere Systeme mit ähnlichen Funktionen. So haben wir zum Beispiel für das Thema Softwarekonfiguration in der Gruppe 2 Systeme, die von unterschiedlichen Standorten benutzt werden. Und da muss man auch gucken, dass man mit den Dingen umgehen kann. Wir haben aber auch die organisatorischen Dinge und da wird die Ulrike weiter. Genau, also das Ganze ist eine tiefgreifende Transformation. Wenn wir nochmal auf dein Bild vorhin gucken, geht Endres und Hauser, nach meiner Einschätzung, stehen sie jetzt zwischen 1 und 2.0 und sie gehen auf 4.0. Also wir überspringen da auch eine Evolutionsstufe, was uns so ein bisschen vor Herausforderungen stellt, aber sonst wäre es ja langweilig im Leben. Wir müssen also es ist ja ein Vollautomatisierungsansatz, ne? Also wir nehmen die Daten aus der PIM und aus der Softwarekonfiguration, steuern damit die technische Dokumentation. Das funktioniert nur, wenn die Daten ausreichend vorhanden sind und wenn alle sich einigen, wie bestimmte Produktdaten auch modelliert werden. Und das ist etwas, woran wir noch arbeiten. Deswegen gibt es Workarounds, ganz klar. Manuelle Modellierung von Produktdaten oder was du sagst mit der Datendrehscheibe, wo wir uns eigentlich alles abholen wollen, ist noch nicht alles da. Also machen wir auch direkte Interfaces. Wir machen auch noch sowas wie wir exportieren und importieren das dann bei uns, ne? So Schnittstelle zu Fuß sozusagen. Das muss man einfach machen in so einem Projekt, damit man vorwärts kommt. Das Zweite ist, dass völlig neue Formate eingesetzt werden. Es geht aus dem Standardredaktionssystem in ein DITA-Redaktionssystem. Das heißt, die gesamte Informationsarchitektur wurde überarbeitet. Vorher war es auch mehr dokumentorientiert, jetzt sind wir topic-orientiert. Das heißt, die ganzen Inhalte müssen umstrukturiert werden. Das ist auch nicht Format A zu Format B, sondern das heißt, brich Dokumente auf in Topics und dann nochmal bitte über alle 5 Produktionsstätten standardisieren. Das ist ein Riesenbatzen, damit haben wir gerade erst angefangen und ist aber auch eine gute Möglichkeit, um die Redakteure und Informationsarchitekten von Endres und Hauser an die neuen Strukturen ranzuführen, weil die Bestandsinhalte müssen überarbeitet werden. Dann haben wir neue Rollen in der technischen Redaktion. Also der Taskmanager, den habe ich ja schon gezeigt. Technischer Redakteur bleibt natürlich. Und dann haben wir die Informationsarchitekten. Und die haben auch nicht nur die Informationsarchitektur, sondern sie müssen auch die Verbindung zu den Produktdaten schaffen. Das heißt, das ist aber ganz gut gelöst, weil die Attribute, die in der PIM drin sind, auch zum Teil überprüft werden von den technischen Redakteuren, was schön ist, sodass wir da eine Überlappung haben und die Informationsarchitekten sowohl an den Produktdaten als an dem Informationsmodell auch arbeiten. Aber jede Menge Arbeit. Ich
glaube, das nächste ist deins, ne? Oder? Doch, doch, das ist deine. Ist noch meins? Okay. Es ist also nicht nur ein neues Redaktionssystem oder neues Content Delivery, sondern wir holen die technische Kommunikation raus aus dem Silo und erzeugen eine digitale Datenkette im Unternehmen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als nur ein Redaktionssystem einzuführen. Und wir fokussieren uns also auf die Produktdaten und ich denke, das ist ein Trend, der in der Zukunft sich noch verstärken wird, um die Vielfalt von Produkten auszunutzen und variantengerecht zu dokumentieren, also Order-Code-gerecht nennen wir das, und um auch schneller reagieren zu können, wenn neue Produkte aus verschiedenen Sachen zusammengestöpselt werden. Also die Dokumentation wird so variabel und so flexibel, dass wenn ein neues Produkt zusammengestellt wird und diese Inhalte es schon vorher gab für diese Varianten, dass wir dann tatsächlich vollautomatisch auch eine Dokumentation zusammenstellen können. Das Ganze ist ja ein Co-Development-Projekt, das heißt, einige Funktionalitäten im Graphen entstehen zwangsläufig während der Arbeit. Das heißt, das Projektteam von Endres und Hauser musste auch lernen, in einem agilen Softwareprojekt zu arbeiten. Wir haben Sprints, wir haben Sprint-Meetings, wir haben Retrospektiven und bis sich das alles so eingespielt hatte, das hat auch ein paar Monate gedauert. Und den Spruch habe ich gestern schon auf einer anderen Folie gesehen, es ist ein Sprint und es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Also im Nicht-Scrum-Sinne, das ist etwas, was lange dauert, was viel Abstimmung erfordert, was ein Change-Management erfordert, weil es ein Umdenken ist und auch Geduld mit allen Beteiligten. Wir haben einen Hersteller mit Ampolis, wir haben uns als Dienstleister, wir haben euch und natürlich gibt es da widersprüchliche Interessen und verschiedene Geschwindigkeiten. Das heißt, man muss auch mit Konflikten umgehen können und das braucht eine starke Moderation. Vielleicht an der Stelle noch die Ergänzung. Das ist auch nicht nur auf unserer Seite ein vollkommen neues Konzept. Es gibt keinen Dienstleister am Markt, der das schon out of the box bietet. Das Ulrike hat es gesagt, das ist ein Co-Development-Projekt, das wir zusammen mit Ampolis machen, was sehr viel Arbeit auf unserer Seite bedeutet. Und da muss ich die Kollegen, die jetzt aktiv im Projekt sind, auch wirklich loben. Die haben einen Höllenjob geleistet. Aber auch Ampolis ist uns da sehr entgegengekommen, in den Vorleistung gegangen, weil auch Ampolis sieht das Potenzial dieses Konzepts und du hast es gesagt, sie werden daraus auch eine neutralisierte Version machen, die sie auch anbieten werden. Ja, also noch interessante Ergänzung vielleicht von meiner Seite. Ich habe gestern, wer das gesehen hat, Ericsson hat einen Vortrag gehalten, die machen genau das mit einer anderen Graph-Datenbank. Aber eben auch in einem, die haben auch gesagt, der Graph ist da und ist ein Standardprodukt, so ist das ja hier auch, aber alles drumherum, also die Regeln, wie wir das verknüpft sind, die Relation, ist kundenspezifisch. Das haben sie mit Extensa gemacht. Also wenn Sie mal Konzepte vergleichen wollen, ich habe da extrem viel wiedererkannt, das war sehr interessant. Gut, so viel dazu, wo wir momentan stehen. Ja, wir sind momentan halt eben auf, sagen wir mal, ja, etwas mehr als die Hälfte des Weges. Wir sind jetzt gerade in eben einem ersten Test. Aber lassen uns auch noch mal schauen, wo da der Ausblick hingeht, wenn es um die Nutzung und die Weiterentwicklung geht. Auf der einen Seite, ich habe schon gesagt, wollen wir die Informationen, die so erstellt werden, auch in andere Kanäle reingeben. Und das ist auch ein ganz klares Ziel. Da in der Mitte sehen Sie den Business Data and Integration Hub. Das ist die von mir schon angesprochene Datendrehscheibe, über die sehr viele Informationen im Unternehmen gehen werden. Und da werden wir auch unsere Informationseinheiten hinliefern. Und zwar nicht als Dokument, sondern wirklich als einzelne topic-orientierte IRDS-Pakete. Und von da können andere Applikationen sich diese Informationseinheiten abholen und weiter nutzen. Ja, also da sind zum Beispiel eben die Administration Shell oder Digital Twin genannt, aber auch solche Sachen, die da kommen werden, wie der Carbon Footprint oder der Digital Product Path, aber auch natürlich eigene Applikationen wie Apps oder Bots, die Webseiten. Eventuell liefern wir auch bestimmte Informationen da, wo es möglich ist, in die Geräte selber hinein. Oder halt eben, wir stellen sie bereit, um darauf KI-Anwendungen laufen zu lassen. Das ist einer der Pläne, die wir bei der zukünftigen Nutzung dieser Informationen haben.
Natürlich werden wir auch weiterhin Dokumente erstellen und liefern. Das müssen wir zum Teil ja allein auch schon aus rechtlichen Gründen und das ist auch letztendlich eine sinnvolle Anwendung. Wir machen es auch, weil es eben noch das Standardauslieferungsformat ist, das von vielen unserer Kunden und Anwender erwartet wird. Und weil sie halt eben auch rechtlich gefordert werden, wie zum Beispiel jetzt VDI 2770 fordert ja halt eben auch PDF-Dokumente in etwas vielleicht anderer Form mit mehr Metadaten und wir sind dann in der Lage, diese Dinge auch zu erstellen. Wir werden es auch deswegen tun, weil halt eben noch nicht alle Touchpoints angebunden sind an den BDIH oder halt eben noch nicht genau spezifiziert haben, welche Informationen sie brauchen. Und natürlich, weil unsere Geräte werden natürlich kontinuierlich weiterentwickeln, weil wir natürlich einen Information Freeze brauchen. Wir brauchen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Information, die jetzt gilt. Und das ist auch über das Auslieferungsformat PDF sicherzustellen. Was allerdings möglich ist, heute liefern wir sehr stark die generische Dokumente aus. Also nicht jetzt auf die Konfiguration bezogen, sondern wo letztendlich alle Optionen eines Gerätes in allen Konfigurationsvarianten zum Teil beschrieben sind. Dieses neue Konzept wird uns die Möglichkeit geben, Rollercode-spezifische Dokumentation zu erstellen. Im Grunde zu sagen, sag uns, welches Gerät du hast, wie es zusammengebaut ist und wir liefern dir genau die Dokumentation, die nur die Informationen enthält, die auf dieses Gerät passen. Genau, man kann daraus dann noch weiter spinnen. Also wir haben ja in dem Knowledge Graphen das komplette Produktwissen und das ist, deswegen haben wir uns ja für Knowledge Graphen entschieden. Wenn die Daten dann mal vollständig sind, dann können wir damit natürlich noch mehr machen. Wir können zum Beispiel die technischen Daten nehmen und können aufgrund von Templates für unsere DITA-Topics könnten wir sogar automatisch die Datenblätter erzeugen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir immer im Hinterkopf haben. Dann müsste kein Redakteur mehr irgendwelche Variablen in irgendwelchen Tabellen unterbringen. Man könnte das auch vorgenerieren, weil man die Produktkonfiguration ja hat. Auf der Basis vom Knowledge Graphen können verschiedene KI-Technologien zum Einsatz kommen. Also erstens, das Knowledge Graph gehört auch in das Gebiet der KI, aber wir können natürlich auch noch zum Beispiel Sprachmodelle können wir einsetzen oder das ist eine gute Grundlage, das, was wir jetzt haben. Wir haben strukturierte Informationen, wir haben Metadaten und könnten dann zum Beispiel auch sowas finden, Wiederverwendungskandidaten finden, ne? Wenn wir statt der Fragmentsuche, die ich gezeigt habe, wir könnten auch Informationseinheiten vorformulieren lassen von einem LLM und zusammen mit einer HTML-Version unserer Dokumentation plus den Metadaten könnte man natürlich auch einen Chatbot hervorragend füttern und der Knowledge Graph dient dann dazu, um die Halluzinationen zu reduzieren in dem wohlbekannten RAG-Ansatz. Das ist auch etwas, was für uns noch vorschwebt. Genau, damit sind wir am Ende. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sind offen für Fragen. Da hinten geht's los, genau. Mich würde interessieren, welche Abteilung im Unternehmen Endres und Hauser hat bei dem Projekt eigentlich den Hut aufgehabt? Also es erfordert ja ein gerüttelt Maß an Energie und es betrifft ja das ganze Unternehmen. Also hat jetzt die Abteilung für technische Dokumentation das angezettelt oder noch eine andere Abteilung? Es gibt nicht die zentrale Abteilung für technische Dokumentation. Wir haben momentan im Unternehmen derer 5 bis 7, je nachdem, wie man zählt. Aber das Projekt, die Idee für das Projekt ist aus der technischen Kommunikation heraus entstanden. Das heißt, wir haben uns zu einem Zeitpunkt, das ist jetzt schon durchaus ein paar Jahre her, mal wirklich hingesetzt, haben uns gefragt, über alle Standorte hinweg, was sind die Herausforderungen der Zukunft, was müssen wir tun? Und haben dann dieses Projekt gestartet, geführt oder wie man es so nimmt, also der Projektleiter. Wir haben in der Unternehmensgruppe eine Organisation, die nennt sich Group Services. Das ist so eine übergeordnete Organisation, die bestimmte Unternehmensteile verbindet und Aktivitäten koordiniert. Und die Projektleitung businessseitig liegt halt eben in den Group Services bei mir und ich koordiniere die Aktivitäten über die Standorte hinweg. Aber wie gesagt, das kommt aus der technischen Kommunikation der Gruppe selber heraus. Und die IT unterstützt das, muss man dazu sagen. Wir haben die IT mit an Bord, also das Endres und Hauser IT-Unternehmen, die haben eine eigene Organisation dafür, die unterstützt uns. Die sponsort auch einen Teil des Budgets, muss man dazu sagen, glaube ich. Ne? Ja.
Uns hat da natürlich auch bestimmte Entwicklungen, wie jetzt die Unternehmensstrategie oder die Entwicklungen am Markt in die Karten gespielt, dass wir einfach das Konzept, die Idee mit diesen Dingen verknüpfen konnten. Und konnten halt eben auch sagen, guckt mal Leute, wenn wir dieses Projekt machen, dann bereiten wir uns im Grunde auf die Zukunft vor. Also das heißt, Sie hatten die IT als Partner. Jetzt würde mich noch interessieren, was hat die Geschäftsführung dazu gesagt? Weil das ist ja auch ein Projekt, was ja viel Geld kostet. Ja, also wir haben da sogenannte Portfolios, wo Gruppenprojekte drin bewertet und gesteuert werden. Und wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass wir die Verbindung zur Unternehmensstrategie zum Thema Digitalisierung herstellen konnten, ist auf der Ebene auch gesagt worden, ja, wir sehen den Sinn und den Nutzen dieses Projektes und wir geben dafür Budget frei. Okay, danke. Ja, mich würde interessieren, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Texte schon auf einer sehr granularen und kleinteiligen Ebene in die Übersetzung einsteuern. Die Schwierigkeit, die wir haben mit stark modularen Texten, ist immer, wie wir den ÜbersetzerInnen ausreichend Kontext mitliefern, fürs Verständnis, für die inhaltliche Recherche, aber auch für die Formulierung. Und das andererseits strukturell aufbereiten, dass das für die Leute gut nachvollziehbar bleibt. Deshalb würde mich interessieren, wie Sie dieser Entwicklung oder diesem Wegfall vom Kontext, von einem Fließtext hin zu stark modularen Texten entgegensteuern, weil die meisten Übersetzungssysteme gehen ja jetzt rein technisch immer noch von einem Fließtext aus, der von oben bis unten durchläuft. Also wir geben nicht einzelne Fragmente in die Übersetzung. Also wir geben auf der Ebene des Redaktionsauftrags in die Übersetzung. Und da ist ja Kontext schon gegeben. Sie hatten es ja gesehen. Also der Redaktionsauftrag ist ja zum Beispiel einem Produkt zugeordnet, einer Lebenszyklusphase, einer bestimmten Ausprägung. Und diese Informationen gehen auch auf der Ebene mit in die Übersetzung. Das heißt, der Übersetzer hat schon in gewissem Rahmen Kontext. Und das ist auch mehr als, sagen wir mal, 2 Sätze. Ja, also in dem Fall, in dem Beispiel, das gezeigt wurde, waren es 3 Informationseinheiten, die sich auf das Thema Zulassung bezogen haben. Das wird sich nachher in der praktischen Arbeit noch herausbilden, wie groß oder wie klein sind Redaktionsaufträge und wie groß oder klein sind die daraus resultierenden Übersetzungsbedarfe. Aber wir werden nicht sagen, ein einzelner Satz ohne Kontext geht in die Übersetzung. Das klappt nicht. Ja? Sondern es wird immer der Rahmen des Redaktionsauftrages drumherum sein. Okay, vielen Dank. Ist noch was online? Online haben wir keine Fragen. Ansonsten, genau, Fragen mehr, jetzt hier sind und online haben wir gerade auch keine Fragen mehr. Wie gesagt, ja, haben Sie noch die Kontaktdaten, falls im Nachgang noch Fragen sind. Ansonsten am Stand auf der Tagung nachfragen und bitte gerne auch den Vortrag bewerben. Vielen Dank nochmal. Hunger. Ne? Ja, genau. Dann will ich die Zuhörer jetzt auch in die Mittagspause entlassen und zum Mittagessen, bevor da wieder die Schlange lang ist. Ja, ja, und vielen Dank an die Referenten.